Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play L.A. Noire hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Und ja, im letzten Part haben wir uns, den Tatort angeguckt, wir haben das Morphium gefunden, wir haben komische Sachen erfahren. Also wir haben die Elsa Lichtmann, die Frau, die wir schon früher mal gesehen haben bei Royal, interviewt. Und wir haben dann gesehen, wie Cole an dem Abend an dem Zimmer angeklopft hat. Also irgendwie ist das alles sehr komisch. Und Royal war auch bei ihrem Zimmer im Hotel? Keine Ahnung. Also oder in meinem Apartment, ich weiß das nicht. Abends ist es dann vorbei gewesen. Vielleicht wollte Cole noch irgendwie nachfragen bei ihr. Ich weiß das nicht. Aber ja, wir sind jetzt hier in einem weiteren Club und wir wollten jetzt den Drogenboss Mickey Cohen mal interviewen und in die Mangel nehmen. Und ich bin sehr gespannt, wie das erst aufeinandertreffen wird zwischen uns. Mr. Cohen's table is this way. He just refuses to accompany Wie me viel to Angst alle haben vor dem. We have some questions Hi, regarding... Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Eager Beaver along. Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps, Mickey Cohen. Good afternoon. He has manners. Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. Haven't I always said what a funny guy Roy is? And how much fun it would be to get together with him sometime. Poor Johnny. He's the dark, sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was at Okinawa. You were in the crotch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugarloaf. I've heard of you. Something like that. All right, have we finished flirting? You got something to discuss, Roy? Or are you going to stand around beating the meat while my lunch gets cold? We have some questions. Do I need my lawyer? Mickey Cohen, bekannter Verbrecherboss. Mayor Harris Cohen. Na, da bin ich ja mal gespannt, was jetzt hier abgeht. Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had 1/3 of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. Willst du mich verarschen? Okay, er ist kein guter Lügner. Haben wir einen Beweis dafür? Ich glaube nicht, oder? Also irgendwie ist das nicht alles wirklich ein Beweis. Ich würde das, glaube ich, mal anzweifeln. Weil weiß ist es schon mal nicht. Ich habe gedacht, du bist ein besserer Lügner neben Mickey. Du bist das doch gewohnt, diese Verhöre. So I'm supposed to believe that you don't know what happened to the rest of the shipment. Lenny, God rest his soul, was a moron. He was family, though, and I haven't made a beef about that, so count yourself lucky, kid. The H is a filthy habit, and I don't condone it. The simple solution would be to have all the dope fiends put down. So you don't know where he got the morphine. Kid, ask a question you might get an answer to. We believe there's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. Dieses Grinsen, wieder dieses Weggucken. Ich habe keinen Zusammenhang, dass er damit irgendwie zusammen... Ich habe hier nix. Er war auf keinen der Papiere. Ja, damit hat er auch nichts zu tun. Zumindest weiß ich es noch nicht. Also gleiche wie eben unser allseits beliebtes blaue Anzweifeln. So you haven't heard anything about what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime. It's a dangerous business. I can attest to that. I'd recommend they get out of the life. Quickly. A few Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day. Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know dope has never been my thing, Roy. It's always been for schmendricks like Jack D. and Jimmy Utley. But I'll ask around and I'll get back to you. Hey, you boys want some lunch? How about a drink? We'll take a rain check on that. Come on, Cole, we're leaving. We have to cut that dope. It looks bad with people dying. We have to get the rest of it. There's no way of watering down the stuff in those little packages. You have to put the squeeze on those guys and get the rest of it. They don't seem the type to frighten that easy. We'll see. Okay. Detectives,
KGPL's going crazy. Shots fired at 1384 North Bronson. Some guy with an automatic spraying a Hollywood bus. They want every car. Go! Okay. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to put him Eine down a Busschießerei. Es ist interessant, dass es hier gerade so einen Notfall gibt. Nämlich bei mir hier gerade in der Gegend gibt es auch gerade einen Notfall. Feuerwehr ist unterwegs. Anscheinend gibt es hier irgendwo einen Brandunfall. Keine Ahnung. Die Feuerwehr ist direkt hier bei mir nebenan. Deswegen habt ihr auch gerade die Sirenen gehört. Interessant. Na komm, Roy. Zur Busschießerei. Schnell. Markieren. Ab geht's. Jetzt müssen wir das gleiche tun. Und das machen wir auch mit Blaulicht. Weil diesmal dürfen wir mit Ankündigung dahin fahren. All units, officers need help in 1384 North Bronson. 1384 North Bronson, shots fired. Any units to handle identified. Code 3. Okay. Hat was von einem Straßenverbrechen. Ich find's cool, wie ihr alle rechts ranfahrt. Also das haben sie nicht gut gelöst in dem Spiel, muss man einfach mal so sagen. Klar und deutlich. Das mit dem rechts ranfahren klappt nicht so gut. Vorsichtig nähern, okay. Units 49 William, 15 Adam, go to 1370 Gordon Street. Establish a perimeter and stand by for further. Any Oh Gott, ich hör's schon. Ui da, ui da, ui da, ui da, wir sind da. Busschießerei. Okay. Ballert vom Dach. Ach du Scheiße. Oh, ist das laut. Was ist das? Oh nein. Kopf wurde getroffen. Alter, wer ist das? Okay. Wir müssen den Weg da nach oben finden. Ich finde es gerade einfach mal wieder viel zu laut, hier überhaupt irgendwas zu verstehen. Kinder. So. Kinder, wir müssen irgendwie aufs Dach. Hier ist eine Leiter. Wir müssen irgendwie da hoch. Während die Kavallerie unten den Typen ablenkt. Klettern wir hier hoch und riskieren unser Leben. Hat er uns gesehen? Hat er gerade auf uns geschossen, die Sau? LAPD, drop the gun now! Da ist er. Über uns ist er da irgendwo. Sag jetzt nicht, ich bin auf dem falschen Dach. Ich bin, glaube ich... Oh nein, er sieht mich. Er ballert jetzt auf mich. Da. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Alles gut. Ich glaube, das Vordach war eine gute Idee. Heilige Mutter Maria. Huiuiuiuiui. Wer war das? Scharfschütze durchsuchen. Und hängt das noch mit unserem Fall zusammen? Na gut, so krass haben wir den jetzt eigentlich nicht durchlöchert, aber wer bist du? Wer bist du? Hast du irgendwas in deinen Händen? Nö. Alter, da war ja ein Amoklauf, ey. Ich hoffe, es gab nicht zu viele Opfer. Ich hoffe, der Kopf überlebt. Okay, da haben wir nichts. Da haben wir was. Seine Papiere? Nee. Route zwischen 12 und Tisch 3. Alvaro, gute. Phone number and restaurant table. Mickey Cohen. Mickey Cohen. Das war doch Mickey Cohens Tisch. Da ist die Waffe. Und lass mich raten, das ist eine Bar. One of the Natürlich. BARs. Na, fucking natürlich. Da ist das Magazin. Das leergeschossene Magazin. Kinder, 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 Kinder. Okay, das war's. Jetzt haben wir einen Zusammenhang mit Mickey That Cohen. guy. Felix Alvaro.
He's one of the guys from the ship? His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. Moment, das ist ein Busfahrer? Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Was? Who's the jughead? This is my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And then cops turned up and start treating me like I'm some sort of Pachuco punk. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. Ach du Scheiße, ich habe gerade ein bisschen Schiss, dass... Oh Gott, ich sehe, glaube ich, gerade den Zusammenhang. Wisst ihr noch, wie Courtney damals in diesem Zeitungsabschnitt mit Mickey Cohen geredet hat und er das Angebot abgelehnt hatte? Was ist, wenn Mickey Cohen jetzt alle, die im Zusammenhang mit diesem Morphium-Diebstahl stecken, tot sehen will? Der eine war McGoldrick, Felix Alvaro war auf den Papieren, da fehlt nur noch Jack Kelso und Courtney Sheldon. Ach du Scheiße. Und da hau ich erstmal gegen mein Mikrofon. Aber was ist, wenn das so ist? Schauen wir erstmal. Erstmal müssen wir ihn hier befragen. Und er muss jetzt auspacken. Komm, du weißt was. You still there, Phelps? Has the light gone off? Alles gut. Ich bin noch da. Warum kann ich jetzt nicht... Hä? Wie kann ich gerade nicht A drücken? You hear anything about the big heist on the Coolidge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. The cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. Du verheimlichst was. Du verheimlichst was. Oh Mann. Aber was verheimlicht er? Muss ich ihm jetzt das Notizbuch da unterdrücken? Ich weiß es nicht. Lüge oder anzweifeln? Ich zweifle an. I was down at the 111 Club this morning, waiting for the medical examiner to scrape Eddie McGoldrick's brains off the bar. You want to tell me anything about that? I heard that Eddie came into some money. Too bad he didn't keep a low profile. It was a tough break to get through Okinawa and then have to buy it back home. Das stimmt. Das stimmt. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? Der weiß, der ist bedrückt. The dead guy on the roof works for Mickey Cohen. Why would Cohen want you dead? Man, I don't know anything about Mickey Cohen or any of those gangsters. Doch. Kumpel, doch, du weißt Your irgendwas. name was in the sniper's notebook. Level with me, Felix. Cohen thinks because we were on the boat, we have the morphine. Courtney's meeting those guys to sort it out. Courtney Sheldon? Yeah. You remember Sheldon, don't you, Cole? We'll be in touch, Felix. You heard that Jack is in L.A.? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, Detective. Pretty cool customer. Jack He's been under fire before. You buying his story? Not for a minute. Ach, wir müssen da zu diesem Telefon. Komm, steig mal eben ein, Roy. Okay, willst du nicht einsteigen? Gut, dann eben nicht. Spacko. So. Hin da. Und wir müssen Jack Kelso finden. Cole Vielleicht Phelps, kann uns badge die 1247. Zentrale da weiterhelfen. How can I help, Detective? I need an address on a Jack Kelso. Just a second. Jack Kelso, apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Thanks, ma'am. Ab zu Kelsos Apartment. Hin da. Und zum ersten Mal treffen wir dann wohl auf Jack Kelso. Jack was a company sergeant. He would never get involved in something like this. We brace him and drag him downtown. Won't work. He's a tough customer. Das haben wir in den ganzen Flashbacks schon
erkannt. All units, officers need help. Hollywood and Highland. Hollywood and Highland officers need help. 211 in progress and shots fired. Unit to handle code 3, identify. Oh Gott, ich bin gespannt, wie das Wiedersehen jetzt wird. Courtneys Name ist auch gefallen. Oh Mann, naja. Coles Vergangenheit holt ihn ein. Kelsos Apartment, 1:45. Am Nachmittag. Schauen wir uns da doch mal um. Ah, da. This is Detective Roy Earl. Hello, Cole. We would like a word. Would you like to come inside? Actually, we'd prefer if you'd come downtown with us. Do you mind? Do I have any choice? No, you don't. Are you going to tell me what this is all about? It would be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. Okay. So, how have you been, Jack? Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you. Die beiden verstehen sich ja super. Oh Mann. Verhör in Hollywood. Ach du Heiliger. Jetzt wird's rappig. Jetzt müssen wir voll auf der Höhe sein. Weil Jack wurde von Courtney damals mit befragt. SSS, Coldridge-Raub, Morphium aus dem Armeevorrat. You know that there's a gang war going on in L.A. trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. Jack, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich weiß nur nicht, kann ich dich mit einer Lüge bezichtigen, ist die Frage. Nee, ich habe keinen Link dazu. Ich habe nichts, was ich beweisen kann, dass er damit drin steckt, also zweifle ich es an. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the Vice Squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You better watch your mouth. Nimm kein Blatt vor den Mund, der Jack. Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. Und das ist die Wahrheit. And you didn't know that some mobsters blew his brains out last night? No, I didn't. Ach du Scheiße. Okay, wirkt wirklich mitgenommen. Ach du Scheiße. Okay. Dann mal die nächste Frage. VARs went missing? No, I didn't. Das ist auch die Wahrheit, oder? Ich glaube ihm. Ich glaube einfach nicht, weil er hat Courtney auch abgelehnt. Ich glaube einfach nicht, dass er da mit drin steckt. Glaube ich nicht. Ich glaube ihm. I saw Felix Alvaro today. Good. How was he? A little pale. One of Mickey Cohen's goons had emptied about 60 BAR rounds into the bus he was driving. A public bus, in the middle of Hollywood. Are you going to tell me what's going on? Or do more innocent people have to die? Yeah, and what's in it for you, Cole? Newspapers? More glory? Another promotion? Another medal at the expense of men who fought for their country? Count me out. Wow, da sitzt irgendwas ganz tief bei Jack noch. Er war mit Cool damals ja nicht wirklich einverstanden mit seinen Aktionen, okay. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? Und er weiß was. What I know is that on 3 separate occasions you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. Das stimmt nicht, du weißt darüber was. Und zieh nicht das andere Thema da, Okinawa, mit rein. Du weißt was und du weißt was. Das weiß ich. Von daher wirst du mir jetzt erzählen, was du weißt. People are dying because morphine intended to help servicemen is being used on the street. Now we have guys from our old unit being killed by mobsters. We can put 2 and 2 together, Jack. Gratitude isn't a concept that has much effect on you, is it, Cole? Answer the question, Jack. Let's get this over with. I was interviewed when the robbery took place. I don't have anything further to add. Jack, we just want information. Bullshit, Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine?
Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm going to be working on it and keeping an eye on you. You can go now. Shooting, Robert Steiner, 6780 West Sunset Boulevard. The victim is a Chris Majowski. Another name from the manifest? Scheiße, scheiße, scheiße. Da müssen wir wieder hin. Oh, Freunde, Schießerei, Robert Steiner. Das ist wirklich eine gute Frage. Kacke, 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 kacke. Freunde, bevor wir da aber hinfahren, machen wir hier wieder einen kleinen Cut. Oh Mann, Jack wollte mit der Sprache nicht herausrücken. Er wollte Courtney, seinen alten Kollegen, nicht in den Dreck ziehen. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass diese alten Kollegen nicht das Zeitliche segnen. Aber das verhindern wir im nächsten Part, Freunde. Ab zu Robert Steiner. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Ciao.